Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 5 Entscheidung. Seine Sicht. Ehrlich, bestimmt Law ernst. Mit einer Kopfbewegung schickt er Beppo aus dem Raum und fragt erneut mit mehr Nachdruck, ob sie Schmerzen hat. Das Mädchen nickt knapp und beißt sich auf die Unterlippe. Wo? Und weißt du warum? Erkundigt er sich weiter. Ihre Blicke gleiten für einen Moment zu ihrem Bein und auf einmal weiten sich ihre Augen und ihr Mund öffnet sich. Sie sieht sich panisch in alle Richtungen um. Der Doc zieht irritiert eine Augenbraue hoch, doch als sie sich nicht beruhigt, packt er sie unsanft am Arm und spricht sie erneut an. »Wo hast du Schmerzen?« fragt er warnend, da er es nicht leiden kann, ignoriert zu werden. Sie verzieht schmerzlich ihr Gesicht und deutet auf ihren Knöchel. Law untersucht diesen erneut. »Das schmerzt, keine Frage, aber deswegen dürfte sie nicht beim Gehen humpeln und bei leichten Bewegungen Schmerzen haben. Verdammt, was übersehe ich?« überlegt der Arzt innerlich, Haare raufend. »Sie ist etwas tiefer als am anderen Knöchel«, kommentiert er ruhig. Bei ihrem verwunderten Gesichtsausdruck wird seine Vermutung bestätigt. Sie hat gelogen. »Ich finde schon heraus, was los ist«, entschließt er in Gedanken für sich. Sachte schiebt er ihr Bein von seinen eigenen runter. Trotz der vorsichtigen Bewegung zieht sie scharf die Luft ein, woraufhin Law sie nur entschuldigend ansieht und wortlos aufsteht. »Du ruhst dich jetzt aus, ich komme später noch einmal nach dir schauen. Wenn was ist, ich schicke jetzt Beppo vor deine Tür«, beendet er seine Untersuchung und verlässt den Raum. Er begibt sich auf direkten Wege zu seinem Vize, der ein mieses Gefühl dabei hat, sie unbeobachtet dort zu lassen. »Beppo, setz dich vor das Krankenzimmer und pass auf sie auf. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Kleinen«, fordert er den Bären auf, der sich auch gleich mit einem Ei auf den Weg macht. Er hinterfragt es nicht. Law hingegen begibt sich in den Trainingsraum und kaum ist er einen Schritt über die Türschwelle getreten, stürmt Beppo an seine Seite. »Sie ist weg«, ruft er entsetzt und gleich außer Atem. »Scheiße!« Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich und Wut breitet sich in ihm aus. »Diese Mistgöre! Wie verantwortungslos ist sie denn? Kann sie nicht einfach tun, was man ihr sagt?« Fluchend macht er sich mit großen, schnellen Schritten auf die Suche nach ihr. Mit einem Mal dröhnt ein schmerzverzerrter Schrei durch die Flure und an seine Ohren. Perplex hält er inne und lauscht. Das Geschrei stoppt nicht, scheint weit entfernt zu sein und doch ist es ziemlich laut. »Die Kleine! Scheiße, was macht die denn?« Ohne lange zu überlegen, beschleunigt er seine Schritte und umso näher er der Verzweiflung kommt, umso schneller vertreibt die Besorgnis seine Wut. Law malt sich immer mehr Szenarien aus und bereitet sich mental auf das vor, was er eventuell vorfinden wird. Ein abgetrennter Arm, ein gebrochenes Bein, vielleicht ist sie irgendwo eingeklemmt oder das Gekreische wird lauter. Vor seiner Kajüte bleibt Trafalgar stehen und keine Sekunde später stößt er die Tür auf. Fluchtartig sieht er sich um, bis er leise wegen den Schreien kaum hörbar Wasser laufen hört. Eilig drückt er die Klinke zu seinem Badezimmer runter, doch die Kleine hat sich eingeschlossen. Gereizt schlägt er mit der flachen Hand neben die Tür gegen die Wand. Der Verzweiflung nahe rüttelt, hämmert und brüllt er gegen die Tür. »Kleines, mach auf! Öffne die Tür! Was ist passiert?« Versucht er es immer von Neuem, um erstens zu sehen, ob sie ansprechbar ist und zweitens, damit sie ihn hineinlässt. Doch als Antwort bekommt er nur weitere Schreie. Er überlegt, was sie sich in einem Bad für Verletzungen zufügen könnte. Rasierklinge, Platzwunde, gebrochene Glieder, Angstzustände. 5 Minuten hämmert er bereits auf die schwere Tür ein, und auch andere Mitglieder der Crew sind dem Lärm gefolgt und stehen mit blassem Gesicht hinter dem Captain, nicht fähig, etwas zu unternehmen. »Verpisst euch!« bellt er seine Crew aufgebracht an, und mit seinem besten Todesblick vertreibt er die Zuschauer. Er kann es nicht ausstehen, wenn Schaulustige kommen, sobald etwas Dramatisches oder Schlimmes passiert. Abrupt ist es still. Auch er stoppt in seiner Bewegung, die Tür weiter zu verprügeln. »Kleines?« fragt er gewohnt eisern, doch mit einem Hauch von Sorge in der Stimme. Ein Klickgeräusch ertönt und zeitgleich reißt Law die Tür auf. Der Zwerg liegt zitternd und klitschnass wie ein Häufchen Elend vor seinen Füßen. Unter ihr bildet sich eine rosig verfärbte Pfütze. Schwer atmend und am ganzen Leibe zitternd versucht sie aufzustehen. Schnell hat sich der Arzt wieder gefangen und kommt der Kleinen zu Hilfe. Ruhig trägt er sie im Brautstil Richtung Bett. »Was ist passiert?« fragt er streng und fokussiert, doch ein flüchtiger Blick auf die geschundene Person in seinen Armen lässt die Hoffnung auf Antworten wie Sand versieben. Sie ist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Seufzend legt er sie auf sein Bett. Law schließt, die Ruhe weckt die Türen, setzt sich zu ihr aufs Bett und mustert sie erneut. Ihre Haut ist blass, ihre rötlich-braunen Haare kleben an ihrer Haut und ihre Züge wirken auf den Arzt irgendwie einsam. Sie hat Blut im Mund. Innere Blutungen? Ich muss sie nochmal untersuchen. Beschließt er ruhig und beginnt ihr Hemd aufzuknöpfen.
Unerwartet zuckt sie zusammen und versucht, Trafalgars Hände von sich zu drücken. »Bitte nicht, bitte«, weint sie heiser. Ihre Augen sind geschlossen. »Was mache ich denn jetzt?« Ratlos mustert er ihre verzweifelte Mimik. »Ich bin es nur. Ich muss dich untersuchen«, sagt er ungewohnt sanft, und tatsächlich lösen sich ihre Hände von seinen und gleiten zurück auf das nun feuchte Bettlaken. Ihre Tränen laufen weiter. Unentschlossen fährt er fort, sie auszuziehen. Unter dem Hemd trägt sie nur ein Höschen. Er mustert sie nachdenklich, verdeckt ihre Brüste jedoch gleich wie ein Gentleman unter einem Laken. Ihre Proportionen sind nicht mal annähernd auf ein Kind zurückzuführen. Entweder ist sie sehr frühreif, oder sie ist einfach verdammt klein für ihr eigentliches Alter. Doch das ist eines der wenigen Dinge, die der Arzt nicht bemerkt. Ohne auch nur einen einzigen Blick zu riskieren, bedeckt er ihre Brust mit dem Stoff, vielleicht, weil sie ihn unterbewusst noch immer an seine Schwester erinnert. Niemals könnte er den Körper seiner Schwester unsittlich beäugen. Stattdessen haften seine Augen auf ihren Verletzungen. Sie ist ausgehungert, sodass man ihre Lippen zählen könnte. Ihr Bauch hat sich ebenfalls wie ihre Gelenke lila verfärbt und sie blutet nicht nur im Mund, sondern hat auch tiefe Kratzspuren und Abdrücke von Fingernägeln an ihren Oberarmen und teils am Rücken. Er schüttelt verständnislos den Kopf. Wie kann ein Mensch einem Schwächeren solche Gewalt antun? Gegen Gewalt zwischen Erwachsenen habe ich an sich nichts, aber sie ist noch ein Kind. Seinen eigenen Gedanken nachhängend verwechselt er die nassen Verbände. Er legt der Kleinen wahllos ein paar seiner Klamotten raus, legt ihr eigenes, nasses Hemd neben sie und wickelt sie mit brüderlicher Sorgfalt und Liebe in seine Decke ein. Dann setzt er sich schweigend an seinen Schreibtisch und beginnt eines der dicken Wälzer aus dem Regal zu lesen. Nach einer Weile bemerkt er, dass er immer wieder die gleiche Seite liest. Seufzend schließt er das Buch und blickt zu dem Mädchen. Sie hat überall feine und verblasste Narben. Ich habe keine Wunde gefunden, die ihr solche Schmerzen bereiten könnte. Sie hat sich fast die Zunge abgebissen und an ihren Oberarmen sind relativ tiefe Wunden, wahrscheinlich von ihren eigenen Nägeln. Was hat sie, was sie so in den Wahnsinn treibt? Jäh öffnet sie die Augen. Sie braucht nicht mal einen Moment, um sich zu finden. Sofort richtet sie sich auf und sieht an sich runter. Wiederholt bilden sich Tränen in ihren Augen. Ihre Sicht. Wütend blickt das ältere Mädchen in die lüsternen Augen des Fetten. »Finger weg, fetter Sack«, fordert sie kalt und mit fester Stimme. Ihre Hände zittern leicht. Der Dicke beginnt dreckig zu lachen und reißt dem Mädchen das Messer aus der Hand. Hasserfüllt schlägt er das Mädchen vor sich mit der flachen Hand, sodass sie über den hölzernen Boden rutscht. Als das Mädchen ihren Blick hebt, hat der Dicke die verängstigte Dreijährige bereits vor sich gezogen und ihr das Messer an die Kehle gehalten. Wieder öffne ich die Augen. Schnell richte ich mich auf und sehe an mir runter. Ich trage jetzt einen Verband um den Bauch und den Oberarm. Als mir einfällt, dass mich jemand angefangen hat auszuziehen, bilden sich Tränen in meinen Augen. »Bitte nicht.« Plötzlich berührt jemand meinen Rücken und ich kann die Tränen nicht länger zurückhalten. Ängstlich kneife ich meine Augen zusammen, presse die Decke an meine Brust und nehme eine schützende Haltung ein. »Hey, ich bin es nur«, ertönt eine mir bekannte Stimme und ich drehe mich unsicher zu ihr. Neben mir auf dem Bett sitzt der Kapitän, Arzt und persönlicher Halbgott, und streicht mir beruhigend über den Rücken. Ich sehe ihn nicht an, doch an seiner Hose erkenne ich ihn sofort. Er ist doch nicht so gruselig, stelle ich fest und schaue nun doch auf. Er sieht mich besorgt an und er lächelt. Sein Lächeln ist ehrlich und so schön bei ihm. Er ist nur so finster, damit seine Crew ihn ernst nimmt. Genau wie die anderen uns gesagt haben. Begreife ich endlich und muss ebenfalls etwas lächeln. Ich werde versuchen, ihm und Sashi zu vertrauen, wie ich Beppo vertraue, beschließe ich und nehme all meinen Mut zusammen, um mit ihm bewusst zu sprechen. Ich öffne unsicher meinen Mund, doch just in diesem Moment wird die Tür vorsichtig einen Spalt weit geöffnet, wodurch ich verstumme. Beppo steckt unsicher seinen Kopf durch die Öffnung und schaut betroffen in unsere Richtung. Entschuldige, aber wie geht es ihr? Kommt es kleinlaut von dem großen Bären. Trafalgar atmet genervt aus und steht schwungvoll auf. Keine Ahnung, beginnt der Angesprochene gereizt und deutet ihm mit einer energiegeladenen Handbewegung einzutreten. Sie spricht ja nicht mit mir, fährt er mit anschuldigendem Ton fort. Ich verschränke beleidigt die Arme vor der Brust und blase die Wangen auf. Ich wollte ja. Die reden ja so, als ob ich hier nicht sitzen würde. Wie ein Kleinkind drehe ich mich schmollend um und schiebe die Unterlippe vor. Hey, Zwerg! Angesäuert drehe ich mich zu dem Älteren zurück und lege meinen Kopf genervt mit abwartendem Blick schräg. Ich werde jetzt duschen gehen. Dort liegen Klamotten für dich, meinte trocken und ignoriert meinen Blick dabei vollkommen. Du passt auf sie auf. Was sie auch macht, du begleitest sie, klar? Fragt er nun an Beppo gewandt. Ei.
Ich verdrehe missmutig die Augen. Brauche ich doch keinen Babysitter. Doch erst jetzt nehme ich den Stapel Klamotten neben mir wahr. Der Halbgott ist in dem Bad verschwunden, während Beppo vor mir auf dem Boden Platz nimmt. Erst als ich Wasser fließen höre, traue ich mich wieder zu bewegen. Ich entfalte die rausgelegten Sachen und halte sie vor mich. Er hat mir einen seiner gelb-schwarzen Hoodies rausgelegt, außerdem eine Boxershorts, ein einfaches schwarzes Hemd, ein Shirt mit weitem V-Ausschnitt, verschieden lange und kurze Jeans und Socken. Verwirrt sehe ich zu Beppo. Wie schon vorhin am Tisch räuspere ich mich und starte einen Versuch zu sprechen. Darf ich mir davon was aussuchen? Stottere ich verlegen und halte ihm die Sachen ratlos entgegen. Es fühlt sich befremdlich an, nach so langer Zeit des Schweigens plötzlich wieder zu sprechen. Und genauso hört sich meine Stimme auch an. Heiser, leise, rau, befremdlich. Wie ein Kind, das sprechen lernt. Beppo kratzt sich gedümmelt am Hinterkopf und nickt. Ja, denke schon. Ich schenke ihm ein flüchtiges Lächeln, bevor ich mich zurücklehne, die Decke von mir schlage und beginne, mein Höschen auszuziehen. Beppo läuft rot an und dreht sich blitzschnell, fast schon panisch um. »Entschuldige, warum sagst du denn nichts?« fragt er aufgeregt und starrt wie paralysiert zu Boden. Ich ziehe mir meine Unterwäsche aus und streife mir die Boxershorts des Arztes über. Entschuldige, nuschele ich in meinen nicht vorhandenen Bart. Ich bin es gewohnt. Wieso kriege ich das nicht raus? Tadele ich mich selbst und kniee mich hin, um die Shorts vernünftig hochzuziehen. Ich muss sie gefühlt 100-mal umkrempeln. Nun liegt sie eng wie eine Hotpant an meinem Körper. Das sieht zwar freizügig aus, wenn sie nicht meinen ganzen Hintern bedeckt, aber so finde ich es bequem und ich habe genügend Bewegungsfreiheit. Rechtfertige ich mich selbst, um mich nicht nuttig zu fühlen und ziehe mir den gelben Pulli über. Ruhig lege ich den Stoff über meine Nase und atme tief ein. Enttäuscht muss ich feststellen, dass seine Sachen nach Waschmittel riechen und nicht nach ihm selbst. Ich schüttle fassungslos meinen Kopf und ignoriere diesen Gedanken. Mein Blick bleibt an meinen Händen hängen. Geschockt sehe ich an mir runter. Zu groß! Das ist für mich ein Oversize-Pulli. Gerade einmal meine Fingerspitzen schauen aus den Ärmeln. Betrübt über meine Größe setze ich mich zurück auf meine Beine. Fertig, verkünde ich betrübt und lasse meinen Kopf hängen. Was hast du denn, Kleines? Fragt mich Beppo besorgt. Ich schüttle schnell meinen Kopf und erkläre ihm peinlich berührt. Nein, nichts. Der ist nur so groß. Beppo beginnt zu lachen, weswegen ich breit grinsen muss. Ich mag ihn. Und Sashi scheint auch nett zu sein. Ich werde auch mit ihm daten. Ich hoffe das.